Drama Relegation. 5 legendäre Fälle aus der Fußball-Bundesliga. 1983 Schalke gegen Uerdingen. Schalkes Trainer Jürgen Sundermann ist sich ganz sicher. Wir packen Uerdingen, die Chancen stehen 80:20. Hochmut kommt vor dem Abstieg. 1:3 und 1:1. Schalke muss zum zweiten Mal runter. Und Uerdingen ist der erste Bundesliga-Aufsteiger per Relegation. 1986 Borussia Dortmund gegen Fortuna Köln. Der BVB ist im Rückspiel fast schon abgestiegen, braucht nach der Pause noch 3 Treffer und rettet sich tatsächlich noch in ein Entscheidungsspiel. Dann grassiert der Magen-Darm-Virus in Köln. Auf Bitten der Fortuna wird das Spiel verlegt. Doch ganz offensichtlich wirkt die Grippe nach. Eine Woche später geht Köln mit 0:8 unter. 1988 Waldhof Mannheim gegen Darmstadt 98. Zum ersten und einzigen Mal gibt's Elfmeterschießen, denn im Entscheidungsspiel steht es auch nach 90 Minuten noch 0:0. Großer Pechvogel Darmstadts Karl-Heinz Emich. Durch seinen Fehlschuss verpassen die Lilien den Aufstieg. Emichs Kommentar: Mir ist so unwahrscheinlich schlecht. 2012 Hertha BSC gegen Fortuna Düsseldorf. Rückspiel in Düsseldorf. Die Fortuna steht kurz vor der Bundesliga-Rückkehr nach 15 Jahren Abstinenz. Die Fans sind so heiß, dass sie schon vor dem Schlusspfiff auf den Platz stürmen. Es folgen Spielunterbrechung, Abpfiff, Protest der Berliner. Hertha-Trainer Otto Rehhagel spricht gar von Todesangst seiner Spieler. Hilft nichts, Protest abgelehnt, die Hertha geht ab. 2015 Hamburger SV gegen Karlsruher SC. Nach einem 1:1 im Hinspiel liegt der HSV 0:1 hinten bis kurz vor Schluss. Dann ein äußerst fragwürdiger Freistoß für den HSV. Raphael van der Vaart will schießen. Doch Marcelo Diaz sagt laut eigener Aussage: "Tomorrow, my friend, tomorrow." Diaz übernimmt und schlänzt den HSV in die Verlängerung, in der sich Hamburg mal wieder rettet. Und auch wenn Van der Vaart sagt, er habe sie nie gehört, Diaz' Worte werden zur Legende, stehen heute auf T-Shirts.